Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode gehen wir zur nächsten Generation der Einsatzkampfbluse, und zwar die Version, die dann ab 2008 eingeführt wurde und auch noch mehr oder weniger unverändert heute im Einsatz ist. Ansonsten ist die Wüstentarnausführung, wie wir sie hier sehen, primär dienstlich geliefert gewesen beim Kommando Spezialkräfte. Jedenfalls ist das die einzige Stelle, wo ich Referenzbilder zu gefunden habe. Ich könnte davon ausgehen, oder man könnte davon ausgehen, dass es vielleicht auch noch an die Kampfschimmer gegangen ist. Da habe ich aber leider keine Bilder von. Ansonsten natürlich hergestellt, standardmäßig in 5 Farb-Flecktarn und dann auch noch, wie schon erwähnt, im Tropentarn. Die Feldbluse ist ja nach einer sehr kurzen Zeitschiene nach der Generation 1 eingeführt worden und hier wurden dann einige Verbesserungswünsche umgesetzt. Im Multitan habe ich diese Bluse noch nicht gesehen. Es gab ja ein paar Versuchsbilder von der Multitan-Entwicklung. Da sind dann aber primär Einsatzkampfhosen und Smogs zu sehen. Eine Feldbluse habe ich auf keinem Foto erkennen können. In der Soldat und Technik gibt es einen Artikel zum Feldanzug-System 90 und zwar schon in Multitan. Multitan soll ja vielleicht irgendwann mal für die gesamte Truppe etc. eingeführt werden und auf dem Foto kann man erkennen, dass die Person, die diese Bluse und Hose trägt, ein Modell trägt, was ziemlich ähnlich der Einsatzkampfbluse ist und die Hose der Einsatzkampfhose. Ob das jetzt nur eine Testsache, Prototypen etc. sind, weiß ich nicht leider. Aber wenn es in die Richtung geht, wird es auf jeden Fall vielleicht eine Bluse geben, die hier ein direkter Nachfolger ist. Referenzen natürlich in allen Farbgebungen gibt es auf jeden Fall vom Kommando Spezialkräfte. Da natürlich auch, was ich schon angesprochen hatte, sehr früh, gleich 2008 und natürlich dann als Standardbluse 2009 in allen Farben zu sehen. Auch in dem einen oder anderen Buch, die Quelle schreibe ich immer mit dazu, wo ich die Bilder rausnehme, falls sich jemand dafür interessiert und er sich das nochmal dazu holen will. Aber wie gesagt, wir sehen die grüne Version, die normale Tropenversion und auch die Wüstenversion im Einsatz. Ansonsten bei anderen Truppen primär die Tropen- und Flecktarnausführung und da dann eben auch die Kampfschimmer, Fernspähkräfte, EGB-Fallschirmjäger und noch genug Fotos von anderer Truppe, wobei ich da sagen muss, das kann natürlich dann noch alles immer privat beschafft sein. Dienstlich geliefert ist auf jeden Fall bei denen, die ich gerade aufgezählt habe. Aber dadurch, dass es natürlich auf dem zivilen Markt verfügbar war, konnte man sich auch eben dieses Muster kaufen oder eben die Blusen in einem anderen von den beiden Mustern, die ich noch gezeigt habe. An sich natürlich viel bei der Infanterie auch noch im Einsatz in Afghanistan zu sehen, weil es natürlich eine schöne Alternative ist zu anderen Blusen, die auf dem Markt verfügbar waren und eben ein Feature wie Oberarmtaschen etc. aufweisen und dann ist es halt eben mal Geschmackssache, wo man denn etwas kauft. Bei den Kampfschimmern gehe ich davon aus, dass die Blusen auch ein bisschen später erst bekommen haben als vielleicht 2008, weil man da noch eine ganze Zeit lang andere Modelle im Einsatz sieht. Aber das ist so umfangreich und vielfältig, da gucken wir nochmal in einem anderen Video drauf. Dann schauen wir uns die Generation 1 im Vergleich zur Generation 2 noch einmal im Detail an. Ich habe hier beide Versionen in der gleichen Größe einmal miteinander kombiniert in der Mitte. Und zwar ist der Verschluss der Bluse im mittleren Bereich identisch geblieben mit den kleinen Canadian-Style Buttons. Was uns aber sofort auffällt, sind die Brusttaschen. Wir haben auf der einen Seite die Taschenform ein bisschen anders geschnitten und diesen einen Canadian-Button und auf der anderen Seite haben wir eine abgedeckte Tasche mit 2 kleinen Canadian-Style-Buttons. Das mittlere Feature mit dem Reißverschluss ist noch identisch, auch im Inneren mit dem Stiftehalter ist auch noch gleich. Die Oberarmtasche genauso verändert wie die Brusttasche. Wir haben, ich mache die mal auf, das Ganze auch in der abgedeckten Form und hier die kleinen Canadian Style Buttons. Die Klettfläche ist noch die gleiche geblieben. Was da unter anderem so reinkam oder
primär zur späteren Zeit, wie das genutzt wurde. Da kommen wir nochmal in dem nächsten Video zu, wenn ich nochmal die modifizierte vorstelle, gerade auch wenn es so um Patches geht. Ansonsten haben wir noch den Ärmelabschluss hier bei der Generation 2. Das Ganze normal, wie man es halt auch von der normalen Feldbluse kennt, mit Klett. Und hier nochmal die andere Seite, wo das Ganze noch mit den Druckknöpfen verschlossen wurde, was ich euch auch im ersten Video gezeigt habe. Ansonsten sind die Blusen identisch, auch vom Schnitt her, das ist beides auch die gleiche Größe. Was noch auffällt, ist hier der Flecktarnstoff von innen. Hier ist noch ein etwas dunkleres Material. Die spätere Ausführung war dann auf einem helleren Material gedruckt. Die Versorgungsnummern sind identisch. Wir haben hier beide Label, die bis auf die Jahreszahl keine Unterschiede aufweisen. Auch der Stoff ist identisch. Beides auch von Schara produziert. Die LABW-Nummer ist natürlich nochmal eine andere vom Auftrag. Und auf der Rückseite haben wir nur den Hinweis, wie das Ganze zu waschen ist. Die Rückseite brauche ich euch nicht zeigen, da ist nur Stoff zu sehen, nichts Besonderes. Und das war es dann auch zur Generation 2. Hier nochmal im Vergleich zur Generation 1. Die abgedeckten Taschen sind natürlich ein Vorteil, gerade wenn man auf dem Boden liegt, gleiten muss etc., dass da kein Dreck sich verhängt oder Äste oder auch wenn ich durch den Wald laufe, dass da nichts hängen bleibt. Das kennen wir auch von dem Scharfschützensmog etc. Ansonsten ist natürlich noch ein Vorteil durch das doppelseitige Schließen mit den Knöpfen, dass schlechter irgendetwas rausfallen kann, weil hier natürlich, wenn wir es nur in der Mitte fixiert haben, die Seiten ordentlich aufgehen können. Hier zum Beispiel. Und das haben wir hier halt weniger und deswegen ist die Gefahr minimiert, dass da irgendwelche Gegenstände, die ich in den Taschen habe, rausfallen können. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Ciao.